Hallöchen und ein ganz herzliches Willkommen zu The Stanley Parable Ultra Deluxe. Ja, ich freue mich so, dieses Spiel zu spielen und aufzunehmen. Für alle, die The Stanley Parable vielleicht nicht kennen sollten, werde ich nicht allzu viel verraten. Meine Beziehung zu The Stanley Parable hat im Studium angefangen, als wir das tatsächlich mal in einem Kurs gespielt hatten. Und ja, wir haben das gespielt und haben tatsächlich auch versucht, es irgendwie zu analysieren, was sehr, sehr lustig war. Und ich mag das Spiel allgemein total gerne. Deswegen war ich auch total happy, als plötzlich The Stanley Parable Ultra Deluxe rausgekommen ist. Es ist schon eine Weile draußen, deswegen Schande über mich, dass ich das jetzt erst aufnehme. Aber jetzt sind wir da und wir können das Spiel eigentlich direkt beginnen. Oh Gott, ich bin so aufgeregt. Man muss hier am Anfang tatsächlich angeben, ob man The Stanley Parable schon mal gespielt hat. Ich habe mal auf Ja gedrückt. Und bevor das Spiel startet, also ich hatte gerade eben noch mal ein Erlebnis mit diesem Spiel, bevor ich es jetzt gestartet, also bevor das quasi hochgefahren ist. Und genau, also das ist allein schon deswegen lohnt es sich eigentlich, das Stanley Parable zu besitzen. Und genau, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. This is the story of a man named Stanley. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Und damit beginnt das Spiel. Und ich muss gerade mal gucken. Ja, die Maus ist okay. Oh, wir gehen sehr, sehr schnell. Das ist schon mal... Okay, wir sind Stanley. Also wir haben ja echt einen Traumjob. Und ich muss gerade mal... Steuerung. Einfache Steuerung, was bedeutet das denn? Weist die Steuerung neu zu, sodass für Interaktionen keine bestimmten Tasten benötigt werden? Nö. Ist gut. Tastenzuweisung zurücksetzen. Springen. Wir können auch springen, okay. Okay, nee, ich mach mal die Musik. Allein schon das, ne? Wenn ich, sobald ich hier was verändere, ist die Musik da. Ich würde sie mal auf 70 lassen. Lautstarke Erzähler. This is the story of a man named Stanley. This is the story of a man named Stanley. This is the story of a man named... So.
Lautstärke insgesamt würde ich auch mal so ein bisschen auf 90 stellen. Lautstärke-Effekte mache ich auch mal auf 90. Okay, das wäre das. Video. Okay. Okay, alles klar. So, da würde ich sagen, gehen wir mal raus. Und ja, wir haben keine Anweisungen gekriegt. Unsere Mitarbeiter sind alle weg, unsere Kollegen. Und irgendwie ist auch ein schönes Büro, wirklich. All of his co-workers were gone. What could it mean? Ja. Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Okay. Hallo? No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Ja, ja, aber ich will mich trotzdem umsehen. Okay. Ist auch ein interessanter Arbeitsplatz. Who farted? Stanley went around touching every little thing in the office, but it didn't make a single difference. Ja. Nor did it advance the story in any way. Ja, ich weiß. Oh, ich liebe diesen Erzähler. Allein schon die Stimme und wie es geschrieben ist, finde ich herrlich. I like, was? I like work. I just hate my boss. Okay, schön. Sag mal, was ist denn passiert? Es sieht aus, als ob die so in aller Eile aufgebrochen wären, irgendwie. Okay. Okay. Ja, ja, hier sind überall... Hier ist 426, wir sind doch 427. Das ist auch sehr, sehr strange irgendwie. Who farted schon wieder? Was ist denn... Ja, wir kommen zu God's Basement. Erinnert mich gerade so ein bisschen daran. Okay. Ja, wir können nichts aufmachen. Oh. Wir sollen jetzt zum Meeting Room, ne? Also wir sollen nicht, der Erzähler... Ach, also für alle, die das Spiel nicht kennen, man merkt schon, wie es aufgebaut ist, ne? Die Frage ist jetzt, tun wir das, was der Erzähler sagt, dass wir tun? Ach, das sieht alles so herzerwärmend aus hier. Diese Kunst auch noch. Das ist auch diese Tasse auf diesem Stuhl. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. So. Wir könnten jetzt das tun, was der liebe Erzähler sagt. Nee, wir können auch nicht mehr zurück. Ich bin ja eigentlich immer diejenige, die sich an alle Regeln hält. Deswegen gehe ich einfach mal nach links. Oh, dieser Teppich. Okay, wir können zum Meeting Room. Vielleicht finden wir ja daraus, was passiert ist. Das sieht aus wie ein Meeting Room. Yet there was not a single person here either. Nee. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Okay, aber ich gucke mich zuerst nochmal um. Ne? Jetzt hätte ich gerne eine Taschenlampe. Okay, mal gucken. Meeting Room. Meeting Schedule on Monday. Weekly Targets. Admin. Marketing Mondays. Termination. Tuesdays. We're broke Wednesday. IT. Ideas und Development. Okay, Office Party. Oh, schön. Was steht denn hier? Do not alter without consulting Whiteboard Manager.
Okay, man sollte es nicht verändern, bevor man nicht den Whiteboard-Manager... Rip Franz. Okay. Wer ist denn Franz gewesen? Okay, Targets. Push for founding for R&D of new coffee machine. Get Chris out of the broom closet. Hire someone to... Ach so, das ist... Okay, ich habe schon gedacht, hier wäre irgendjemand. Papers are too synergized. Fire paper guy. Hire somebody to fire the paper. Who moved my desk? Please keep the targets on the topic of irgendwas. Schön. Not cost efficient. The future was yesterday, tomorrow is now. Natürlich. Tomorrow. Complete today's unfinished agenda items. Right next day's agenda. Reflect. Ja, das ist das, was man immer tun sollte. Was ist denn das hier eigentlich? Moment. Ich versuche mal, das irgendwie zu sehen. Kann ich nicht lesen, leider. Das ist super interessant hier. Post-Review. We need less reviews. Want to get rid of the death sport potion in the primary review schedule. But I think that's a stupid idea. More water coolers. More water cooler heaters. Charts need to be more hip to appeal to teenage demographic. Find teenagers to put in teenage demographic. Ach, ist das schön. So, was steht denn hier? Was arbeiten wir eigentlich hier? Tips for not getting fired. Talk less. Do unbelievably amazing work. How to solve a dispute with a coworker. Let it ball up inside you. Take it out passive-aggressively in other coworkers. Oh Mann. Okay. Ja, das ist genau so macht man das. Ach, schön. Ist einfach herrlich. Ich habe mir das damals auch gar nicht so angeschaut. What is hot? You most of all. Everyone is unique. You most of all. Genau. Okay. Ich soll ja hoch zum Chef. Mache ich das mal? Komm, ich mach das mal. The broom closet. Stanley stepped into the broom closet, but there was nothing here, so he turned around and got back on track. Okay. Ich höre einfach Coming to mal. a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Okay. Da unten ist rot, das aber sieht gefährlich aus, deswegen gehe ich einfach mal hoch. Ich halte mich einfach mal an das, was er sagt. Okay, hier ist es nicht. Oh. Oh, das ist ja... Das ist ja... fancy. Executive Bathroom. Huch. Das ist ja cool. Das sieht richtig schick aus. To be rich, is it a crime? To commit crimes, isn't it rich? What a life it would be to have to pick just one. Oh Gott, hat der Probleme, unser Chef, ha? Extreme Bathrooms. Natürlich, dieses Klo ist extrem. Okay, wir haben kein Spiegelbild. Das ist die gute Seife. Oh, ich mag die Tapete. Okay. Auch die Sekretärin ist weg. Und irgendwie... Hier ist ja niemand. Warte. The beige pages. Die beigen Seiten. Business Time. Okay. Ja, also hier ist auch niemand. Nee, da ist zu. Aber da ist auf. Das ist das Büro unseres Chefs. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life.
Ja. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this, what dark secret was being held from him. What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number, 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. Yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct code by sheer luck. Amazing. Ja. He stepped into the newly opened passageway. Wow. Oh mein Gott, was ein Geheimnis. Unser Chef. Okay. Huch. Und es geht nach unten, meine Damen und Herren. Descending deeper into the building, Stanley realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. Whoops, nope, never mind. Stanley actually got back into the elevator and went back up. Silly me. Why did Stanley do that when he knew that it would just lead back to his boss's office? Well, that's a great question. I just can't wait to find out.